useless. Moin moin und herzlich willkommen bei Frisbee Gaming. Wie viele schon bei euch auf dem Thumbnail sehen konnten, geht es heute um Saladin. Wir wollen uns anschauen, warum ist er so ein günstiger Kommandant, warum ist er gleichzeitig doch immer noch so stark und warum wird er als Kommandant in nahezu jedem Modus von nahezu allen Spielern gespielt. Beginnen wollen wir mit dem Grund, warum ist Saladin ein so günstiger Kommandant und man muss nicht unbedingt 690 Köpfe investieren, um einen richtig guten Commander zu haben. Das liegt natürlich an seinen Skills. Man muss dazu sagen, dass Saladins Expertise mit einer der schwächsten im Spiel ist. Das meint nicht, dass der Skill an sich schlecht ist, sondern dass die Verbesserung dieses Skills relativ wenig mit sich bringt. Das werden wir gleich sehen. So, lasst uns mal seine Skills durchgehen. Im Grunde genommen der erste Skill ist sein Active Nuke, also seine aktive Fähigkeit, die brauchen wir auf jeden Fall. Seine zweite Fähigkeit gibt ihm mehr Stats, was auf jeden Fall vonnöten ist. Der dritte ist auch wirklich sehr interessant, gerade bei Cavalry-Einheiten, weil er euch deutlich tankiger macht und dadurch seid ihr ein unattraktiveres Target. Der vierte Skill behandelt im Grunde genommen nur Stadtangriffe, daher müssen wir uns damit quasi nicht befassen, wenn wir ihn im Open Field spielen wollen. Die Expertise bringt nur einen Damage Boost von 300 Damage Faktor, etwas mehr Marschtempoverringerung und Heilungseffekte. Nun zu dem Punkt, warum ist er so günstig? Da die ersten drei Skills die wichtigsten bei diesem Kommandanten sind und die letzten beiden, also der vierte und die Expertise, nicht wirklich einen großen Mehrwert haben, müssen wir insgesamt nur auf 5-5-5-1 machen und ab dann ist der Value so gering, dass man wirklich sagt, okay, wir bleiben hier bei diesem Kommandanten stehen. Kommen wir nun zum zweiten großen Vorteil dieses Kommandanten. Saladin hat den Support Tree, den Unterstützungstree. Daher ist er ein sehr interessanter Kommandant, da dieser Kommandant im Open Field eine Menge Wut generiert. Das bedeutet, er nukt sehr häufig. Zudem ist er als Kommandant sehr vielseitig einsetzbar, beispielsweise auch gerne gesehen mit Johanna Mulan als Second Commander, um in großen Feldkämpfen viele Buffs für unsere Märsche rauszuhauen, aber gleichzeitig ein nicht so attraktives Target zu sein. Der dritte Punkt, warum Saladin für jeden Spieler eine sehr gute Option ist, sind seine Skills, die wir uns vorher schon angeschaut haben. Mit der aktiven Fähigkeit macht er nicht nur einen akzeptablen Nuke-Damage, sondern er reduziert gleichzeitig Heilungseffekte, was gerade auch interessant gegen Kommandanten wie Richard oder Zenobia ist. Aber das Wichtigste, gerade in Modis wie Ark of Osiris oder wenn ihr im Open Field fightet, gerade mit 5 Märschen, ist Marschtempoverringerung. Das heißt, sobald ihr euer Target gewählt habt, ist dieser geslowt für die nächsten 5 Sekunden. Und innerhalb dieser 5 Sekunden hat Saladin meistens seinen nächsten Nuke schon wieder ready durch den Support Tree. Das heißt, euer Gegner ist die ganze Zeit geslowt und kommt nicht weg. Das heißt, ihr könnt Schaden machen, während er läuft. Das ist sehr effektiv, gerade wenn ihr mit 5 Märschen kämpft, die unterschiedlich schnell sind. Des Weiteren muss man sagen, bei Cavalry ist es so, dass nicht sehr viele Cavalry-Märsche tanky sind. Eine andere Ausnahme wäre Attel Takeda, aber diese haben kein Nuke-Damage und sind auf Auto-Attack basiert. Hier haben wir aber einen Kommandanten, der durch seinen Support-Tree, gerade mit einem YSG dahinter oder ähnlichem, den großen Nuke-Damage raushaut, aber zugleich, hier wie wir sehen, 30% Fähigkeitsschaden, Verringerung auf uns selber wirken. Dies ist sehr effektiv, da ihr deutlich weniger Nuke-Damage bekommt, wenn ihr attackiert werdet. Des Weiteren ist er exzellent zum Swarmen, da er weniger Counter-Attack-Damage bekommt und daher auch in Modis wie Ark of Osiris mega interessant. Und jetzt wollen wir das nochmal zusammenfassen und feststellen, warum spielt man diesen Kommandanten immer noch im Late-Game, obwohl er doch schon so lange in diesem Spiel ist. Saladin ist ein Kommandant, der nur 83 Goldköpfe von uns verlangt, um ihn auf einem sehr hohen Niveau spielen zu können. Des Weiteren hat er gute Nuke-Faktoren, den Support-Tree und kann mit nahezu jedem Kommandanten sinnvoll gepaart werden. Hier gibt es viele Optionen. Man kann ihn als Damage-Marsch nehmen, als Support-Marsch, als Crowd-Control-Marsch. Also wirklich sehr viele verschiedene Aufgaben kann man diesem Kommandanten zuweisen und damit seine Flexibilität neuen Ausdruck verleihen. Last but not least, man darf auch nicht vergessen, dass es gerade darauf ankommt, wenn ihr mit mehreren Märschen kämpft, dass eure Märsche länger durchhalten, um mehr Schaden zu machen.
Da haben wir auch mit Saladin natürlich und seiner dritten Fähigkeit hier, Glaubensverbund, auch einen Kommandant, der sehr, sehr effektiv für diese Art des Kampfes ist und weniger Schaden kassiert. Daher würde ich euch raten, wenn ihr sagt, ey, ich möchte einen neuen legendären Kommandanten anfangen und ihr habt Saladin noch nicht, investiert die 83 goldenen Köpfe und holt euch einen Kommandant, den ihr in jedem Modus solide einsetzen könnt. So, werte Freunde, das war heute der Commander-Check zu Saladin. Ich hoffe, ihr habt verstehen können, warum dieser Kommandant so interessant für jeden von uns ist. Sollten trotzdem noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Kommandanten sein, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.